Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Es war eine düstere und sternenklare Nacht, als Sir Cedric, ein tapferer Ritter des Königreichs Eldoria, sich auf eine gefährliche Mission begab. Seine Aufgabe war es, den finsteren und gruseligen Wald von Düstermoor zu betreten, der seit Generationen als verflucht galt. Die Geschichten von Wölfen, die in der Dunkelheit heulten, und Hexen, die böse Zauber webten, hatten die Bewohner der umliegenden Dörfer seit jeher in Angst und Schrecken versetzt. Doch Sir Cedric war kein Mann, der vor Gefahren zurückschreckte, und er hatte einen Eid geleistet, das Königreich vor den finsteren Kräften des Düstermoores zu beschützen. Bewaffnet mit seiner glänzenden Rüstung und einem silbernen Schwert, das von den besten Schmieden des Landes geschmiedet worden war, ritt Sir Cedric in den Wald ein. Die Bäume schienen sich über ihm zu neigen, als ob sie ihm den Weg versperren wollten. Ein eisiger Wind strich durch die Blätter, und die Geräusche des Waldes wirkten wie das Flüstern von Geistern. Schon bald hörte Sir Cedric das heisere Heulen der Wölfe in der Ferne. Ihre gelben Augen leuchteten wie glühende Kohlen in der Dunkelheit. Er zog sein Schwert und ritt in die Richtung des Heulens. Die Wölfe kamen aus dem Schatten hervor und umzingelten ihn. Doch der Ritter kämpfte mit solcher Entschlossenheit und Geschicklichkeit, dass die Wölfe sich zurückzogen und heulend in die Dunkelheit verschwanden. Sir Cedric wusste, dass dies erst der Anfang war. Er setzte seinen Weg tiefer in den Wald fort und gelangte schließlich zu einer Lichtung, auf der eine düstere Gestalt stand. Es war eine Hexe, gekleidet in zerfetzte Lumpen und mit langen, grauen Haaren, die wie Spinnweben im Wind flatterten. Die Hexe starrte den Ritter mit glühenden Augen an und begann, unverständliche Zauberformeln zu murmeln. Dunkle Schatten wirbelten um sie herum, und Sir Cedric spürte, wie seine Kräfte schwanden. Doch der Ritter kämpfte gegen die dunkle Magie an und stieß sein Schwert in die Richtung der Hexe. Ein grelles Licht erfüllte die Lichtung, und die Hexe schrie vor Schmerz auf, bevor sie in Rauch aufging und verschwand. Sir Cedric wusste, dass er noch nicht am Ziel war. Er setzte seine Reise durch den unheimlichen Wald fort und stieß auf weitere Gefahren, darunter gefährliche Fallstricke und tückische Illusionen. Doch sein Mut und seine Entschlossenheit führten ihn durch jede Prüfung. Schließlich erreichte er das Herz des Düstermoores, wo eine finstere Gestalt auf ihn wartete. Es war der Hexenmeister, der die Macht über den Wald ausübte. Seine Augen leuchteten wie glühende Kohlen, und seine Hand erhob sich, um dunkle Blitze auf Sir Cedric zu schleudern. Der Ritter parierte die Angriffe des Hexenmeisters mit seinem Schwert und stürzte sich mutig in den Kampf. Die Schlacht dauerte eine Ewigkeit, und der Wald bebte vor der Intensität ihres Kampfes. Doch am Ende war es Sir Cedric, der obsiegte. Er trieb sein Schwert tief in die Brust des Hexenmeisters und befreite den Düstermoor von seinem bösen Einfluss. Mit der Zerstörung des Hexenmeisters verblassten die Dunkelheit und die Bedrohung des Waldes. Sir Cedric kehrte als Held ins Königreich Eldoria zurück, und die Bewohner feierten ihn für seine Tapferkeit. Der gruselige Wald von Düstermoor war endlich von seinem Fluch befreit, und die Menschen konnten wieder in Frieden und Sicherheit leben. Doch Sir Cedric wusste, dass es in der Welt noch viele weitere Gefahren gab, die bekämpft werden mussten. Und so ritt er weiter, immer bereit, gegen die Finsternis anzutreten und das Königreich zu beschützen. Seine Legende lebte ewig weiter, als die Geschichte von dem tapferen Ritter, der den gruseligen Wald bezwungen hatte, von Generation zu Generation weitererzählt wurde. Aber der Wald von Düstermoor war nicht der einzige Ort, an dem das Böse lauerte. In den folgenden Jahren führte Sir Cedric viele weitere Abenteuer und Schlachten gegen finstere Kreaturen und dunkle Mächte. Er befreite gefangene Prinzessinnen, bekämpfte Drachen und rettete Dörfer vor marodierenden Banditen. Seine Tapferkeit und sein Edelmut waren legendär, und er wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Schutzes für das gesamte Königreich. Doch die Dunkelheit gab niemals auf, und neue Bedrohungen tauchten auf. Eines Tages erreichte ihn die Nachricht von einem mysteriösen Nebel, der ein entlegenes Dorf verschluckte und dessen Bewohner in Albträumen gefangen hielt.
Sir Cedric machte sich umgehend auf den Weg, um dieser neuen Herausforderung entgegenzutreten. Als er das Dorf erreichte, fand er es in einem schrecklichen Zustand vor. Die Häuser waren verlassen und verfallen, und der Nebel hüllte alles in eine unheimliche Stille. Als die Nacht hereinbrach, tauchten aus dem Nebel grauenhafte Gestalten auf, halb Mensch, halb Geist, und sie hatten nur eines im Sinn, die Seele von Sir Cedric zu stehlen. In einem verzweifelten Kampf gegen die Geisterwesen kämpfte der tapfere Ritter gegen die unsichtbaren Angreifer. Er schwenkte sein Schwert wild durch die Luft, und das Licht seines Mutes vertrieb die Dunkelheit. Die Geisterwesen konnten nicht gegen die Entschlossenheit von Sir Cedric ankommen, und einer nach dem anderen verschwanden sie im Nebel, bis der Fluch, der über dem Dorf lastete, endlich gebrochen war. Die dankbaren Bewohner des Dorfes feierten Sir Cedric als ihren Retter und boten ihm einen Platz in ihrer Mitte an. Doch der Ritter lehnte bescheiden ab und setzte seine Reise fort. Er wusste, dass die Welt voller Gefahren und Herausforderungen war, und er war fest entschlossen, sein Schwert und seinen Mut einzusetzen, um diejenigen zu beschützen, die Hilfe brauchten. So zog Sir Cedric weiter, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und immer bereit, gegen die Finsternis anzutreten. Seine Legende wuchs weiter, und sein Name wurde zu einem Symbol für Tapferkeit und Opferbereitschaft. Und so lebte die Geschichte des tapferen Ritters in den Herzen der Menschen fort, während er sich dem nächsten Abenteuer und der nächsten Herausforderung stellte, die auf ihn warteten. Während Sir Cedric weiter durch das Land zog, erlangte er einen Ruf als der edelste und tapferste Ritter des Königreichs Eldoria. Doch die Abenteuer, die ihn erwarteten, wurden immer gefährlicher und düsterer. Eines Tages erreichte ihn die Nachricht von einem geheimnisvollen Schloss, das auf einem felsigen Hügel thronte und von einer bösen Hexe bewacht wurde. Das Schloss war von dornigen Hecken umgeben und von einem undurchdringlichen Nebel umhüllt. In den umliegenden Dörfern erzählte man sich Schaugeschichten von Menschen, die ins Schloss gegangen waren und nie zurückgekehrt waren. Sir Cedric war fest entschlossen, dem Schloss und seiner dunklen Bewohnerin Einhalt zu gebieten. Er ritt durch den Nebel, dessen Formen sich ständig veränderten, und erreichte schließlich das Schloss. Die Tore öffneten sich knarrend, und er betrat die düstere Halle. Dort traf er auf die Hexe, eine furchterregende Gestalt mit schwarzen Augen und einem lodernden Kessel in der Mitte des Raumes. Die Hexe lachte höhnisch und schleuderte Zauber um sich. Doch Sir Cedric war nicht so leicht zu besiegen. Mit einem klugen Schachzug gelang es ihm, den Kessel umzustoßen und die Hexe in einem Strudel aus magischer Energie gefangen zu halten. Mit der Hexe besiegt und dem Schloss von seinem Fluch befreit, kehrte der Frieden in die umliegenden Dörfer zurück. Die Bewohner waren Sir Cedric zutiefst dankbar und nannten ihn fortan den Hexenbezwinger. Aber die Abenteuer hörten nicht auf. Sir Cedric reiste weiter, und bald hörte er von einem verzauberten Wald, in dem die Bäume nachts zum Leben erwachten und die Wanderer in die Irre führten. In diesem Wald gab es einen uralten Baum, der die Quelle der Magie des Waldes war und von einem mächtigen Baumgeist beschützt wurde. Sir Cedric begab sich in den Wald und wurde von den tückischen Bäumen und den geisterhaften Gestalten, die aus den Schatten hervortraten, herausgefordert. Aber mit seiner Entschlossenheit und seinem Mut erreichte er schließlich den uralten Baum. Der Baumgeist war zunächst misstrauisch, aber nachdem er die reine Absicht von Sir Cedric erkannte, gewährte er dem Ritter seine Hilfe. Gemeinsam bändigten sie die Magie des Waldes und sorgten dafür, dass er keine Bedrohung mehr für die Umgebung darstellte. Als Dank für seine Tapferkeit überreichte der Baumgeist Sir Cedric einen Zweig aus seinem mächtigen Baum, der als mächtiger Talisman diente. So zog Sir Cedric weiter, von Abenteuer zu Abenteuer, und die Legende seines Mutes und seiner Entschlossenheit wuchs weiter. Sein Name wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Schutzes in ganz Eldoria, und er blieb immer bereit, gegen die Dunkelheit anzutreten, egal wohin ihn seine Reise führte.